Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal ilovekuba.de. Ja, mit dem Blick auf den Kalender haben wir bereits den Monat November und ja, auch in diesem Monat möchte ich euch nochmal einen aktualisierten Blick auf die Situation in Kuba geben. Heute haben wir den 15. November und mit dem heutigen Tage ist es auch so, dass der Flughafen José Martí in Havanna tatsächlich wieder öffnen wird. Das heißt, Flüge direkt nach Havanna sind wieder möglich und ja, mal sehen, wie das Ganze so anlaufen wird. Havanna selbst ist grundsätzlich auch wieder konkret offen, allerdings sage ich mal, das Nachtleben ist noch nicht aktiviert. Ne, da darf man noch nicht viel machen. Bars und Restaurants sind weiterhin etwas eingeschränkt. Ja, zum jetzigen Zeitpunkt wird es wohl so sein, dass man 72 Stunden nach Einreise erst sich frei bewegen kann sozusagen. So heißt, man landet erstmal in Havanna, macht den PCR-Test, um halt ja, zu schauen, ob man positiv auf Covid-19 ist und das Ergebnis lässt dann halt letztendlich 3 Tage auf sich warten, oder bis zu 3 Tage. Und so lange muss man dann auch an einem Ort verweilen, den man halt dann vor Ort auch angibt, wo man ist. Ja, nach 5 Tagen kann es dann sein, dass dann erneut ein Test erfolgt, muss aber nicht zwangsweise. Und soweit ich informiert bin, kostet der Test tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt 40 CUC. Ja, die Reise innerhalb Kubas soll jetzt allerdings grundsätzlich wieder möglich sein. Es gibt einige Provinzen, die weiterhin eingeschränkt sind. Dazu zählen Pinar del Río, Santi Espíritu und Ciego de Ávila. Allerdings soll man dennoch auch durch Zentralkuba fahren können. Also wenn ihr in Havanna landet, könnt ihr auch durchaus nach Santiago fahren. Das sollte tatsächlich möglich sein. Ja, das soweit erstmal aus offiziellen Quellen sozusagen, aus privaten Quellen, denn wie ihr wisst, meine Familie und auch die Familie meiner Frau leben im Osten Kubas, in Contramaestre, das ist halt in der Provinz Santiago. Und da muss ich sagen, gibt es jetzt wieder einige neue Fälle. Und ja, ich sag mal, aktuell, mein letzter Wissensstand waren 10 neue Fälle innerhalb eines Tages. Das ist jetzt für unsere Verhältnisse in Deutschland natürlich im Grunde nicht wirklich viel, aber für eine Insel, die halt eigentlich gen Null ging, ist ein Anstieg von 10 alleine in einem Ort schon relativ viel. Ja, wie hat Kuba reagiert oder wie hat das Land reagiert? Man ist tatsächlich ja, relativ strikt vorgegangen. Es wurden um die 90 weitere Personen, also weitere Kontaktpersonen, ja, quasi mitgenommen nach Santiago, um dort halt entsprechende Tests zu machen. Und dort wurden diese Personen soweit dann auch erstmal festgehalten bis zu dem Zeitpunkt, wo dann halt der Quarantänestatus aufgehoben wird. In Santiago selbst und auch in Contramaestre gibt es jetzt auch einige Straßenzüge, die unter Quarantäne gestellt sind. Und naja, mal sehen, wie das Ganze jetzt auch weitergeht. Tourismus ist ja wieder mehr am Anlaufen. In den letzten Wochen gab es auch einige Touristen aus Russland, die da auch entsprechend positiv getestet wurden am Flughafen. Und ja, durch Tourismus wird natürlich der Virus auch wieder reingebracht ins Land. Von daher muss man da mal schauen, wie man da jetzt reagiert. Mit dem Drei-Phasen-Plan ist man da ja doch so ein bisschen ja, flexibel aufgestellt und das funktioniert bisher ganz gut. Und Kuba reagierte auch immer relativ schnell und strikt. Nichtsdestotrotz wird der Tourismus ja irgendwo gebraucht. Ne? Das ist halt nun mal eine finanzielle Quelle, die halt nun mal ja, notwendig ist für Kuba. Man darf nicht vergessen, der Tourismus ist halt einer der 3 größten Einnahmequellen für Kuba. Und von daher ist es ja notwendig schlussendlich. Ja, ja, das sozusagen erstmal zur aktuellen Lage in Kuba, wie es jetzt so mit Covid-19 aktuell läuft. Grundsätzlich also alles wieder so ein bisschen weiter offen. Man öffnet sich immer mehr und mehr und mehr, aber mit Vorsicht, denn die Fälle steigen auch wieder an. Ja, ansonsten, was hat sich noch verändert? Wir wissen, China ist ja einer der größten Wirtschaftspartner Kubas und das führt jetzt auch dazu, dass ab Januar die Sprache Mandarin wohl als erste Fremdsprache in Kuba
ja, sozusagen den Russen den Rang abnimmt, beziehungsweise, ich sag mal, bis in den 90ern war es ja Russisch als erste Fremdsprache, dann in den letzten Jahren mehr Englisch, wobei man da sagen muss, der Englischunterricht in Kuba ist jetzt halt nicht so umfangreich gegeben, zumindest nicht in den ländlichen Gegenden, Richtung Havanna und in Santiago sicherlich doch etwas mehr. Aber allgemein muss man sagen, das Niveau des Englischunterrichts ist jetzt nicht gerade hoch. Nichtsdestotrotz wird dort jetzt dann Mandarin wohl mehr und mehr Einzug nehmen. Da bin ich schon mal gespannt. Im Gegenzug wird in China dann tatsächlich auch Spanisch eine höhere Bedeutung bekommen. Und von daher können wir uns da auf jeden Fall mal. Ich bin auch ein bisschen gespannt auf diese Art der Globalisierung, was da noch so passieren wird. Ja, das sozusagen erstmal zur aktuellen Lage. Ja, immer mehr Flughäfen machen auf, beziehungsweise sind jetzt an sich auf, alle sind auf. Man muss aber auch sagen, dass viele Flugunternehmen nicht ja, die Flüge starten. Also viele Flugunternehmen fliegen gar nicht erst nach Kuba, beziehungsweise verschieben immer noch oder canceln auch die Flüge. Man guckt eher in die Zukunft und betrachtet eher den Januar, Februar als mögliche Reisezeit. Von daher schauen wir auch da und beobachten da mal den Werdegang ab, was da so passiert. Ja, ich habe soweit erstmal alles gesagt, was sich so verändert hat. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen und ihr seid jetzt soweit informiert. Ja, ich würde mich über einen Daumen freuen, also like das Video und ja, lasst auch gerne ein Abonnement da, denn ein Abonnement ist das, was ich jetzt hier an der Stelle brauche. Denn der Kanal soll ja auch ein Stück weit wachsen, das würde mir natürlich helfen und von daher, ja, wenn ihr das Abonnement noch nicht abgegeben habt, dann tippt doch mal da rein, würde mich freuen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Saludos, ciao.